Herzlich willkommen bei Rock TV, der geilsten Rocksendung, die du jetzt guckst hier. Wir haben das geilste Material von Punk, Rock und Metal. Und eigentlich reicht das schon. Und in dieser Sendung wollen wir nicht nur auf die Musikfans achten, wir wollen auch besonders auf die Musiker achten. Also ein paar Rubriken für Musikfans, für Musiker an sich. Und heute wollen wir ein kleines Fundament geben. Wir sprechen heute über Heavy Metal. Ja, damit ihr auch auf der nächsten Party einfach mal ein bisschen mitlabern könnt, ja? So, und eigentlich fangen wir an, lass uns anfangen direkt beim Rock'n'Roll. Also 1950, 1960, da kamen Chuck Berry und Little Richard. Die haben so den ersten Rock'n'Roll aus dem Blues geholt, revolutionäre Sounds gemacht, die natürlich die ganze Jugend extrem abgefeiert hat. Und dann so um 1970 griffen dann Bands wie Deep Purple und Led Zeppelin oder Black Sabbath diese Musik aus und entwickelten die quasi weiter zu dem Fundament, was wir jetzt so, ja, was Heavy Metal dann eigentlich genutzt hat. Also die ersten krassen Songs kamen von Led Zeppelin, Deep Purple und Black Sabbath. Kurzer Side-Fact. Wusstet ihr, woher überhaupt der Begriff Heavy Metal kommt? Ja, der kommt von der Band Steppenwolf. Die hatten ja diesen berühmten Song Born to be Wild, den ihr bestimmt schon 80 Millionen Mal gehört habt. Und da kommt die Zeile Heavy Metal Thunder drin vor. Und diesen Begriff Heavy Metal hat sich die Jugendkultur damals genommen und gesagt, das ist unsere heftige Musik. Und die heißt Heavy Metal. Black Sabbath kennt man, schwere, harte Riffs. Led Zeppelin, Deep Purple, auch Riffs, die sich direkt einbrennen in den Kopf. Und auch laut, verzerrt und ja, geil. Heute würde man sagen, ja, das ist ja kein Heavy Metal mehr. Nee, das ist eher Rock'n'Roll, ne? So, und ja, das würde ich mal so unterschreiben. Kurzer Side-Fact. Wusstet ihr, dass Dio, der bei Black Sabbath auch mal gesungen hat, die Pommesgabel erfunden hat? Ja, Dio ist nämlich italienischer Abstammung und immer wenn seine Oma mit ihm rausgegangen ist und Leute, die komisch angeguckt haben, dann hat sie so gemacht. Und das heißt so in Italien The Maloik oder das Maloiktier. Keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls, wenn man das macht, dann schützt man sich vor Gefahren, also vor bösen Blicken. Und das hat Dio dann auf der Bühne öfters gemacht und so kam es zu der Pommesgabel. Die ersten Heavy-Metal-Bands, die wirklichen, kamen so auf. Das war so Judas Priest, das war Motorhead, das waren Scorpions. Und Motorhead brachten die Rauheit und die Kompromisslosigkeit rein. Judas Priest brachten so die geilen Nieten rein. Leder, Motorräder brachten die in diese Musik rein. Scorpions brachten irgendwas rein. Ich kenne mich bei den Scorpions sehr, sehr schlecht aus, ehrlich gesagt. Ja. Und ja, von denen kann man eigentlich sagen, so, das waren die ersten Heavy-Metal-Bands, die geilen Bands. Und die kann man ja bis heute noch hören, wobei die Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, also ich glaube, das erste Album von Black Sabbath, das ist ungeschlagen, das kann man bis heute hören und da ist jeder Song geil drauf. Kurzer Side-Fact. Wusstet ihr, dass Lemmy Lemmy heißt, weil er früher mal seine ganzen Kollegen angepumpt hat? Der hat dann gesagt, could you lend me a fiver? Und dann haben die Kollegen gesagt, lend me, Lemmy. Und so kam dann der Spitzname zustande. Wäre Motorhead also eine deutsche Band, quasi Motorenkapf, dann hieße Lemmy hier Leih mir. So, und Heavy Metal ab 1980 wurde dann, ja, 1980 wurde dann der Heavy Metal genommen von Bands wie Diamond Head, Angel Witch, die eigentlich jetzt nicht mehr viele Leute kennen, und Iron Maiden, die natürlich ungeschlagen sind mit der Stimme von Bruce Dickinson und den geilen Solis. Das war so diese Phase vom New Wave of British Heavy Metal, wo eigentlich der Metal, so diese Punk-Phase, die durch die Sex Pistols zur gleichen Zeit in etwa aufkam oder kurz davor aufkam, nahm diese Power Chords und nahm die geilen Sachen, die vorher Motorhead und so weiter erfahren haben und gossen das in einen geilen Musikstil und das kann man wirklich sagen, das ist Heavy Metal und das ist Heavy Metal bis heute und die Bands spielen ja eigentlich fast immer noch bis heute und zerlegen einfach jede Bühne. Man kann sagen, ab da an hat sich dann ja so aufgesplittet. Also wir hatten dann so, ja, wir hatten dann Folk Metal, Metalcore haben wir haben Speed Metal, wir haben Power Metal, wir haben True Metal, wir haben Thrash Metal, der wohl beste Metal meiner Meinung nach. Und was haben wir denn noch? Death Metal, Deathcore, Doom Metal, Folk Metal, Grindcore, Gothic Metal. Also all so ein Scheiß. Wir haben
nach Iron Maiden gab es einfach tausende Abwandlungen von Heavy Metal, aber die Urform Heavy Metal, worauf alles aufgebaut hat, wurde eigentlich von diesen ersten Bands mit begründet. Der heiße Scheiß aus dem Underground! Moin, herzlich willkommen beim heißen Scheiß aus dem Underground. Heute erzähle ich euch ein bisschen was über ein paar gute Bands. Das erste, Thrash Metal. Eine Band, die heißt Skeleton Pit. Und die hat ein Album rausgebracht, das heißt Lust to Lynch. Ich glaube letztes Jahr oder davor schon. Jedenfalls richtig gut. Nicht so viele Weepy-Solos, sondern alles normal, Standard, geil, messerscharfe Riffs. Richtig fett. Der Gesang so ein bisschen angekreischt, aber man versteht jedes Wort, was der singt. Also richtig, richtig geil. Unbedingt reinhören. Skeleton Pit. Die nächste Band heißt Koi. Ist so ein elektronischer Indie. Ich finde Indie eigentlich nicht so geil, aber die finde ich richtig gut. Das Album Home, sind eigentlich nur gute Songs drauf. Wenn man sich mal irgendwie am Sonntag weglegen will auf der Couch, dann muss man das hören. Richtig, richtig gute Klangwelten, ganz toller Gesang. Geile Synthesizer eingebaut, alles richtig gut. Unbedingt reinhören. Die nächste Band heißt The Great Machine, kommt aus Israel und die machen so psychedelischen Fassrock, würde ich sagen. Richtig gut, 3 Männer, die einfach nur drauf losspielen. Ein bisschen geweepy, aber halt so einen geilen Fass-Geweepy. Von daher super geil. Unbedingt reinhören. Die nächste Band, Giver, mit dem Album Sculpture of Violence. Die machen Hardcore, aber nicht so einen stereotypischen, eintönigen Hardcore, sondern richtig geilen, mit Emotionen und einfach viel Melodien und irgendwie ist alles geil, richtig fett, dicke Aufnahmen, dicker Sound, geile Band, nur geile Songs, unbedingt reinhören. So, das war's mit dem heißen Scheiß aus dem Underground. Vielen Dank. Jetzt wissen wir, was im Underground los ist und wollen wir jetzt zur nächsten Rubrik kommen und die ist mehr für die Leute, die selber Musik machen und ich spiele auch ein bisschen Gitarre, spiele auch in ein paar Bands und was mir sehr, sehr geholfen hat, war es selber so ein bisschen Equipment zu holen, damit ich selber Songs zu Hause aufnehmen kann, dran arbeiten kann, dran schreiben kann und das erfahrt ihr in der nächsten Sendung. Willkommen bei GeoCity. Heute zeige ich euch, wie ihr eure eigenen Songs aufnehmen könnt. Und das geht eigentlich mit ein paar einfachen Mitteln. Zuallererst braucht ihr einen Computer, wie ihr seht, der möglichst schnell ist, also einen guten CPU hat, SD-Karte, damit die Daten alle schnell verarbeitet werden können. Und auf dem Computer habe ich dann eine Cubase installiert. Das ist eine DAW, also eine digitale Audio-Workstation, so heißt das, auf der verschiedene Spuren aufgenommen werden können, bearbeitet werden können. Für die erste Spur kann man dann zum Beispiel sein Gitarrensignal belegen. Die zweite ist dann der Gesang, das dritte ist dann das Schlagzeug. Und um diese Instrumentensignale in den Computer zu bekommen, braucht man ein Audio-Interface. Und dazu nutze ich das Focusrite. Das sieht ganz nett aus, aber es gibt 1000 andere. Auch bei Thomann gibt es da noch günstigere, die man sich mal eben schießen kann oder gebraucht. Und da hat man dann verschiedene Kanäle. Kann man sein Rohsignal von der Gitarre direkt reinsenden. Das Focusrite übermittelt es dann an den Computer und in Cubase kann man dann zum Beispiel ein Plugin auswählen für einen digitalen Verstärker oder ein digitales Schlagzeug und hat dann direkt die Sounds auf dem Rechner. Und wenn man dann seinen Kopfhörer an das Focusrite anschließt oder Lautsprecher, kann man das Ganze natürlich super hören. Lautsprecher gehen häufig sind schon ein bisschen teurer als so ein paar olle Kopfhörer, mit denen ich das eigentlich mache. Aber es funktioniert einfach ganz schnell. Die DAW kostet 100 Euro, Focusrite kostet circa auch 100 Euro. Und eigentlich ist man dann damit schon dabei. Und gerade wenn man sonst eigentlich nur im Proberaum mit anderen Leuten was geschrieben hat, hilft es einfach mega gut dabei, dass man seine eigenen Songs zu Hause strukturieren kann, länger mal an einer Idee auch einfach feilen kann und alles abgespeichert hat und da immer wieder darauf zugreifen kann. Und ich habe damit auch selber schon Songs aufgenommen komplett und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen heute bei Rock TV. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas lernen oder euch die Zeit damit vertreiben. Ganz wichtig ist zu sagen, das ist ja eine Rocksendung und eine Rocksendung ohne Musikvideos ist ein bisschen langweilig. Deswegen, wenn ihr in einer Band spielt, ein neues Musikvideo irgendwie aufgenommen habt oder eins bald dreht, wir würden es gerne mit reinnehmen, das ein bisschen präsentieren hier und
Genau, dann wird es auch eine richtige Rocksendung. Und heute zum Abschluss habe ich einen Song geschrieben mit dem Material, was ich gerade gezeigt habe, womit ich immer die Songs schreibe. Und ja, starten wir damit mal.